Pass mal auf, ja. Du kommst erstmal her, laberst erstmal Scheiße über mich von wegen, ja, der arbeitet doch nichts, kriegt Hartz IV und so einen Scheiß und willst mich dann einladen, um ein paar Klicks abzustauben? Ist das dein Ernst? Das kannst du ja wohl voll knicken, Alter. So jemanden wie dir gebe ich definitiv keine Klicks. Und wenn dir nicht passt, was ich mache, dann tu mir bitte einen einzigen Gefallen. Mehr will ich gar nicht. Erwähn mich gar nicht erst. Mehr will ich gar nicht. So, ciao. Jetzt bist du schon weg. Alter. Heftig, heftig. Also, na gut, was habe ich erwartet? Auf jeden Fall nicht mehr. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich extra die Kamera aufgebaut, Alter. Ich hatte den echten mal als Gast bei mir. Wahnsinn. Das, ja. Aus Angst. Naja, offensichtlich. Wenn man den Dialog nicht scheuen würde, dann würde man auch, ja, da bleiben. Ja, danke für die Klicks, jetzt hast du mir doch gegeben. Eine Person des öffentlichen Lebens darf ich so oft erwähnen, wie ich will. Ich würde mich ja gerne mit dir ordentlich unterhalten, aber du gehst ja direkt weg. Du kennst mich nicht und laberst direkt Müll. Ja, du teilst ja seit Jahren dein Leben mit anderen Leuten im Internet. Und da kann man dann doch schon irgendwann mal behaupten, dass man denjenigen so, wie man ihn übers Internet kennengelernt hat, kennt. Ich meine, du scheinst mich ja auch zu kennen. Du sagst, ich bin kleiner, so einem wie du. Also hältst du mich anscheinend für einen schlechteren Menschen. Nein, kenne dich nicht. Ja, okay. Aber ich habe wirklich nie schlecht über dich geredet. Du hast dir bestimmt mal das ein oder andere Video angeschaut, was ich gemacht habe. Vermute ich jedenfalls mal. Und, jetzt ist er wieder im Gast, okay. Schön. Okay, jetzt ich höre zu. Nein, ich kenne dich nicht. Warum sollte ich auch? Wer bist du? Ich bin zufällig bei dir reingekommen, weil ich offline gegangen bin. Das war's. Und Dialog scheuen? Ich habe keinen Dialog mit dir geführt. Ich komme hier rein und das Erste, was ich höre, nachdem ich meinen Namen gehört habe, ist, ja, der ist doch arbeitslos und Hartz-IVler und hockt zu Hause und verdient kein Geld, weil der andere gemeint hat, wie ich Geld generiere. Man nennt es Arbeiten. Ich mache YouTube seit 7 Jahren, oder es werden jetzt am Sonntag 7 Jahre, dass ich YouTube mache. Ich mache seit 6 Jahren, im August wurden es 6 Jahre, dass ich Gameplays mache. Und im Gegensatz zu dir, renn ich nicht zu anderen Leuten vor die Haustür. Das Einzige, was ich nämlich über dich tatsächlich weiß, dass ich deinen Namen gerade gelesen habe, nachdem du behauptest, ich weiß oder ich kenne dich, habe ich nur gesehen, dass du Adlerson heißt. Ich gehe mal davon aus, dass du der Typ bist, von dem mir die Polizei erzählt hat, als du am 20.08. hier warst. Das ist aber auch schon alles, was ich von dir weiß. Und allein das zeigt eigentlich schon, was du für ein Mensch bist. Und dann lasse ich mir von so einem Menschen definitiv in keinster Weise irgendwas vorwerfen. Ich war nicht vor deiner Haustür. Ich habe dich nie belästigt. Adlerson, du bist doch der Typ von YouTube, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, dann bist du klar der Typ, der vor meiner Haustür war. Du bist der Typ, der am 20.08. hier war und hier mit seinen Kumpels rumgerannt ist. Meinst du, ich habe das Video von dir nicht gesehen? Was du hochgeladen hattest und dann gleich wieder gelöscht hast? Wer hat hier keine Eier? Wer ist hier derjenige, der feige ist? Ey, ganz ehrlich, Junge. Ich war nie vor deiner Haustür. Ich habe ein sehr großes Video gemacht über den ganzen Tag. Ja, und du warst die ganze Zeit da. Du bist frühst losgefahren. Ich habe das Video gesehen, bevor du es gelöscht hattest. Das ist außerdem schon wieder 1000-mal auf YouTube hochgeladen. Das war aber absehbar. Du bist früh losgefahren zu mir, bist dann da unten rumgerannt, irgendwo an der Rewe, dann bist du oben irgendwie durch den Wald gerannt, dann wolltest du oben runterkommen und so weiter. Ey, komm Junge, lass es. Ich habe gesehen, was du machst. Lass einfach diese Scheiße. Hör einfach auf, Scheiße zu labern, ganz ehrlich. Und du weißt schon, ne, dass du auf YouNow nicht schlecht über andere Partner reden darfst, ne? Wenn du hier rumkommst und erzählst, ja, du bist ja voll, ich bin arbeitslos und was weiß ich alles. Das ist doch nicht schlecht über jemanden erzählen, das war eine Mutmaßung über deine... Eine Mutmaßung über etwas, von dem du keine Ahnung hast. Wenn du keine Ahnung von etwas hast, dann mutmaße nicht darüber. Ich mutmaße auch nicht über dich. Ich beurteile dich nach dem, was ich von dir weiß, was du getan hast. Und zwar nicht über das, was ich von anderen erzählt bekommen habe, sondern das, was ich selbst gesehen habe. Ein Video auf deinem Kanal, was ich zufällig gesehen habe, weil ich an dem Tag natürlich ein bisschen rumgeguckt habe. Und da war ein Video auf deinem Kanal, wo du zu mir hingefahren bist, rumgerannt bist und abends wieder heimgefahren bist. Mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Und ich habe mitbekommen, dass du irgendwann ein paar Tage später nochmal ein Video gemacht hast, nachdem es gelöscht war und gesagt hattest, dass das
Das Video ist ja gar Wie nicht. war das? Dann hattest du irgendwie nochmal erzählt und hast versucht, dich irgendwie zu retten davon. Ja, das war scheiße und bla und überhaupt. Das habe ich gar nicht gesagt, das ist scheiße. Ja. Ich habe ein einziges Video dazu gemacht, das ist immer noch online. Mhm, ja. Noch mehr Lügen? Es ist Los, komm, jetzt sind wir gerade drüber. online. Noch mehr Lügen. Ich erzähle keine Lügen und das weiß auch jeder, dass es so ist. Das Video ist doch noch online. Das Ja, heißt Schanzenfest-Vlog, da habe ich eine Bericht erstattet über das ganze Fest und ich war nie an deinem Haus. Geschalten gehabt. Irgendwas war da jedenfalls. Und ich habe mich mit dir mit Sicherheit noch nie auseinandergesetzt. Erstens mal gibt es auf ganz Junau vielleicht 3 Leute, die ich verfolge. Nicht mehr, nicht weniger. Und von den wenigen, die ich verfolge, gehörst du mit Sicherheit nicht dazu. Weil die wenigen, die ich verfolge, bis auf 1 oder 2 Leute, sind tatsächlich die Leute, die ich von Anfang an verfolgt habe hier drauf. Und da gehörst du nicht dazu. Und Streams schaue ich auf YouNow überhaupt nicht. Ich bin zufällig offline gegangen und war zufällig auf deinem Kanal. Und das Erste, was ich mir anhören darf, ist, ja, es sind Hartz-IVler. Ich verdiene wahrscheinlich mehr am Tag als du. Ja, da grinst er. Brauchst du nicht lachen. Ja, also Was ist denn eigentlich dein Problem, Lügenson? ich habe kein Problem und ich lüge auch nicht. Und ich Natürlich lügst du. versuche mich ja nicht krampfhaft besser darzustellen als... Ich stelle mich nicht besser dar. Ihr stellt mich schlechter dar. Das ist ein Unterschied. ich will mich nicht über dich stellen. Niemals. Habe ich auch nie getan. Niemand labert davon, dass du dich über mich stellst. Sondern du stellst mich schlecht dar. Das ist was anderes. Möchte ich auch nicht. Ich möchte dich auch nicht schlecht darstellen. Nein, überhaupt nicht. Aber erstmal behaupten, ich bin Hartz-IVler. Das ist doch aber keine schlechte Darstellung. Das war Das doch nicht ist böse. tatsächlich eine schlechte Darstellung, da ich ein eigenes Gewerbe habe, eine eigene Marke und seit Jahren kein Hartz IV bekomme. Hab doch, Ich habe außerdem in meinem ganzen Leben wahrscheinlich weniger Hartz IV bekommen, als du es bisher hast. ich habe noch nie eine Amtshilfe bekommen oder Ja, klar. Und was machst du? Warum hockst du zu Hause? Womit verdienst du dein Geld? bin seit 2 Jahren selbstständig. Ja, und mit was? Mit ähnlichen Dingen wie du. Ja, okay. Hast aber weniger Klicks, oder? Wie ich das Einer- gesehen habe. Ja. Aber du laberst über mich, du laberst aber über mich, dass ich nichts damit verdiene, dass ich keine Kohle damit verdiene. Wo ist da bitte die Logik, Alter? Ich habe weniger Klicks. Wie viele Abonnenten hast du auf YouTube? Ich habe auf YouTube einmal 280.000 und immer 165.000. Adlerson Review und Adlerson Pictures. Aha. Und du behauptest jetzt über mich, dann müsstest du eigentlich wissen, was man verdient. Vor allem, wenn man über 1 Million Klicks im Monat hat. Ja, dann Und verdienen dass ich hier auf YouNow immer, du bist angeblich so viel größer als ich auf YouTube, ja, oder du bist größer, ich habe es gerade gesehen auch. Und ich bin trotzdem auf YouNow Erster, wenn ich streame, im Gegensatz zu dir. Ja, das Und ist. behauptest, dass ich Hartz IV kriege. Wie kann man sowas machen? Wo ist da die Logik? gesagt, dass du Hartz IV kriegst. Ich wollte gerade. Du Ich hab, hast behauptet, ja, du verdienst doch kein Geld damit, gar nicht, weil der eine gefragt hat, wie viel Geld ich generiere oder wie ich Geld generiere, hast du gesagt, wortwörtlich gar nichts. Gar nicht. so habe ich das nicht gemeint. Vor allem habe Du ich es hast nicht gar böse nicht gemeint. Gar nicht kann man nicht anders interpretieren. Dann entschuldige ich mich dafür. Ah. Das war nicht böse gemeint. Alter, wenn ich das in dieser Sache gesagt habe. Glaub mir, ich bin kein Mensch, der dir jemals wirklich was Schlechtes gesagt hat. Du kannst dich vielleicht noch an diese Kampfansage erinnern, vor 5 Jahren war das. Weißt du noch, ich war dieser Typ, der so rumgeschrien hat. Das war wirklich vor 5 Jahren. Weißt du, wie viele Typen es gab, die irgendwann irgendwo rumgeschrien haben? Und weißt du, wie viele von denen Kasper nicht ernst genommen haben? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Du hast mir ein Video gemacht dazu. Also, damals. Hä? Wann? Das war 2013 oder so. Das soll ich heute noch wissen. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es ja auch noch. 2013 habe ich zu jedem dritten Typen, der Scheiße gebaut hat, ein Video gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich zur Regenbogenscharf gemacht habe. Du bist für mich genauso wie jeder andere von den damaligen Typen. Du bist einfach ein Typ, der rumgeschrien hat. Basta. Mehr bist du für mich nicht. Und warst du für mich auch nie. Wenn da irgendwas in die Richtung mal gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja, okay. Weißt du, du solltest aus deinem Kopf diese kleine Psychose rausziehen, dass ich irgendwo mir eine Liste aufgeschrieben habe, um zu wissen, wer welcher Hater war. Warum sollte mich das interessieren, was du irgendwo mal über mich gemacht hast? Vielleicht hast du mich damals aufgeregt, deswegen habe ich mit Sicherheit auch ein Video drüber gemacht. Aber meinst du wirklich, dass ich mir das 3 Jahre lang aufwar? Oder 4 Jahre aufbewahre, was das war? Das ist doch Schwachsinn. Ja.
habe ich eigentlich eine Chance, dass du mich als einen sympathischen Menschen sehen wirst eines Tages? Mal sehen. Du verhältst dich wie ein Assi. Du baust Scheiße und ich soll dich noch als sympathisch betrachten. Irgendwann. Also habe ich keine Chance. Junge, Ich hab's aber arbeite erst einmal an deinem eigenen Auftreten, bevor du versuchst, irgendwie von jemand anderem akzeptiert zu werden. okay. Wenn du akzeptiert werden willst, solltest du erst einmal versuchen, an dir selber was zu arbeiten. Und wenn du jetzt damit herkommst, ja, dann solltest du das auch machen. Mich interessiert es nicht, ob mich jemand sympathisch findet. Das ist genau der Punkt nämlich. Ich ändere mich nur dann, wenn ich Bock drauf habe und das solltest du machen. Wenn du willst, dass andere akzeptieren, dann solltest du dich auch selber ändern. Ich will gar nicht, dass du dich änderst. Ich finde dich so cool, wie du bist. Das meine ich auch ernst. Und ich habe auch nie irgendwas Ernsthaftes gegen dich gesagt. Also wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe dich immer verteidigt. Weil ich nie ein Mensch war, der irgendwas davon hat, dir zu schaden oder dich zu haten oder so. Weil das bringt nur Schwächeren, etwas irgendwie sich über andere Leute zu stellen und die schlecht zu machen. Deswegen mag ich das auch nicht. Ja, und warum hast du das dann gerade getan? Mir wurde eine Frage gestellt und ich habe ja noch nicht mal das Ganze fertig beantwortet. Ich habe ja nur so angefangen und wie gesagt, ich habe mich dafür entschuldigt. Naja. Ich kapiere nicht, warum ihr immer über Sachen reden müsst, von denen ihr genau wisst, dass eine Person das nicht möchte. Das ist doch einfach nur wieder Provokation. Die Leute sprechen ja zum Beispiel auch mich immer wieder drauf an, auf das Thema. Und Ja, irgendwann, dann sag einfach, du sprichst nicht drüber, Punkt. Ich möchte nicht, dass mich irgendjemand erwähnt, ob jetzt großer oder kleiner YouTuber. Wenn ich von jemandem erwähnt werden möchte, dann rede ich mit der Person oder dann mache ich mit der Person irgendwas. Aber ich möchte definitiv nicht von einem Menschen erwähnt werden, der noch nicht einmal verstanden hat, wenn er hierher kommt, dass es asozial ist. Noch dazu, dass hier außerdem an dem Tag auch noch ein Versammlungsverbot war und was weiß ich noch alles. Also ich verstehe nicht, wie man sich so benehmen kann. Das geht mir beim besten Willen nicht in die Rübe. Ich bin ein Mensch, ich bin normal erzogen worden, vernünftig und anständig erzogen worden. Ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was falsch ist. Und ich gehe nicht her und mache absichtlich irgendwas, wo ich weiß, dass es falsch ist. Was ist denn das für ein Benehmen? Was ist denn das für ein Verhalten für einen Menschen? Für einen erwachsenen Menschen noch dazu? Ich gehe mal davon aus, du bist maximal so alt wie ich, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, aber nicht viel. Dann solltest du eigentlich wissen, was richtig und falsch ist. Dann sollte man sich auch entsprechend benehmen. ja, da ist was dran. Ja, schon. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Klicks abgestaubt und kannst dich ein bisschen drüber freuen. Und hoffentlich denkst du vielleicht wirklich mal ernsthaft drüber nach, ob du das vielleicht in Zukunft weiter fortziehen willst. Weil ehrlich gesagt, ich habe keine Lust auf diesen Scheiß. Ich kenne dich nicht, ich habe dich nicht erwähnt und ich will dich auch nicht erwähnen. Ich habe vielleicht am 20.08. mal irgendwas erzählt, wo ich vielleicht seinen Namen erwähnt habe. Das war aber nur deswegen, weil ich den Namen in dem Moment kannte und wusste, weil ich davon ein paar Leuten erfahren habe. Da habe ich aber nicht nur dich erwähnt, sondern auch Tanzverbot und andere Leute. Da habe ich nur die Namen gesagt, die mir gesagt wurden, dass da waren, von anderen YouTubern oder die ich mitbekommen habe. Das war es auch schon. Mehr weiß ich von denen nicht. Und ehrlich gesagt, ich will auch gar nicht mehr wissen. Weil dieses Verhalten ist für mich absolut nicht akzeptabel und nicht verständlich. Das gilt für jeden, der so eine Scheiße baut. So. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor ich rausgehe? Ich danke dir für deine Zeit auf jeden Fall. Du hast gesagt, du willst mit mir eine Diskussion führen und sagst aber selber nichts. Ich traue mir ehrlich gesagt nicht irgendwas zu sagen, dass es Was soll ich machen? nicht verstanden wird oder so. Naja, Pass auf. ich will ja dich gar nicht irgendwie, ich will ja gar nichts von dir in dem Sinne. Ich will einfach, Warum bist du dann zu mir am 20. gekommen? weil ich das sehr interessant fand, was dort abläuft. Du hast gewusst, dass da aber ein Versammlungsverbot ist. Ich habe mich dort auch nicht versammelt. Ich bin dort gekommen, um so zu Du berichten. bist da hingekommen und wusstest, dass da andere sind, was automatisch ein Kommen zu einem Versammlungsverbot ist, weil da eine Versammlung ist. Ob du dich versammelt hast oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle und interessiert auch keinen. Wenn da eine Versammlung ist und du gehst da hin, gehörst du automatisch zur Versammlung. Oder nicht? Ja, Oh, die Leute sagen die ganze Zeit, ich habe keine Eier, ne? Ich möchte das Gespräch aber auch nicht stören mit, ich hab dich was gefragt. ja, nee, eigentlich nicht. Wenn ich mich dort nicht versammle, wenn ich dort hinkomme, um Randau zu machen und so und dann der Versammlung in dem Sinne teilnehme, dann ist es was anderes. Also Wenn du
wenn du wohin gehst, wo eine Versammlung ist, von der du auch weißt oder davon ausgehst, dass eine Versammlung ist, und du bist ja nicht hierher gekommen, weil du gedacht hast, ja, du schaust dich jetzt hier mal um oder so, oder du willst dich jetzt nicht versammeln, du gehst wohin und weißt genau, das sind andere Leute. Und in deinem Video hat man dich mit anderen Leuten rumlaufen sehen. Also warst du versammelt. Du kannst dich nicht alleine versammeln, das geht nicht. Aber da andere Leute da waren und du mit diesen Leuten rumgelaufen bist, gehörst du automatisch zu einer Versammlung. Das nennt man Versammlung. Ob du dich jetzt offiziell versammeln willst oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle. Solange du mit anderen Leuten da bist und mit anderen Leuten da rumrennst, ist das eine Versammlung. Punkt. Okay, dann habe ich mich versammelt. Ja, und warum macht man das? Wenn es verboten ist, noch dazu? Warum ich mich versammle? Ich habe mich ja nicht versammelt in dem Sinne, aber nach der Definition ist es ja dann doch eine Versammlung. So, Komm, Junge, tu nicht so blöd. Ich bin nicht blöd, ich tue auch nicht. Nee, bist du nicht. Aber warum tust du dann so? Weil es mich interessiert, was dort abläuft. Warum war denn der MDR da? Warum war denn der Journalist vom MDR da? Der hat sich ja dann nach dieser Theorie auch versammelt dort. Ja, na und? Das ist aber ein Journalist, du bist kein Journalist. Warum? Was unterscheidet uns denn? Mein Video sehen genauso viele wie den sein Beitrag bei MDR. Ah, das glaubst du aber selber nicht. Es hat 400.000 Aufrufe. Ich denke nicht, dass 400.000 Leute... Ja, und es kam aber im Fernsehen. Und wie viele Leute schauen Fernsehen? Das sind ein bisschen mehr wie 400.000. Beim MDR, nee, bei dem Fernsehen dort im Franken-TV allerdings, ich zweifle, dass das mehr als 400.000 Leute die Nachrichten schauen, aber... Du musst die 400.000 aber schon zu den Leuten dazuzählen, die Leute... Du musst die 400.000 schon zu den Leuten auch dazuzählen, die das Video gesehen, die das im Fernsehen gesehen haben. Weil du nicht davon ausgehen kannst, dass das, was im Fernsehen kommt, die Leute auch im Internet schauen. Weil die Leute, die jetzt im Fernsehen schauen, sind meistens ältere Leute, die kein Internet nutzen oder das Internet zumindest in dem Maße nicht nutzen, dass die das irgendwo nachgucken. Dann bin ich halt kein Journalist, dann habe ich im Prinzip sozusagen kein Recht, mir das Ganze anzuschauen. Oder, Junge, komm, hör auf diesen Quatsch zu machen, Alter. Pass auf, Fakt ist, okay. Du bist hierher gekommen, ob du nun Stress machen wolltest oder nicht, ist völlig scheißegal in dem Moment. Du bist hier vorsätzlich hergekommen, weil du wolltest hier wissen, was los ist. Ja. So. Und du wusstest aber ganz genau, dass ein Versammlungsverbot gilt. Ja. Und das mit diesem komischen Journalismuszeug, wie das mit den Journalisten gehandelt wird, ist mir egal und ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Und ob das mit dem Presseausweis was anderes ist als nicht, weiß ich nicht, weil man, soweit ich weiß, auch im Internet einfach irgendwo einen Presseausweis sich ausdrucken kann. Genau. Das ist mir also an sich auch egal. Fakt ist aber, dass das, was die machen und das, was du machst, ein gewaltiger Unterschied ist. Aber ich Weil habe das, was die machen, die berichten allgemein für die Welt und du berichtest extra für die Leute, die mich haten. Das ist nicht richtig. Du hast dein Video nur deswegen gemacht, du bist nur deswegen hierher gekommen, um die Klicks abzustauben. Die Journalisten haben nur ihre Arbeit gemacht im Sinne von, die haben über eine Sache berichtet, die gerade da war. Und du bist nur hierher gekommen, du wusstest, wer ich bin, du wusstest, was hier abgeht, du wusstest, was die Situation ist und du kommst hierher vorsätzlich, um das hier zu machen und das hier weiter in die Welt zu tragen und das hier weiter den Leuten zu zeigen, die halt auch hinterher Scheiße bauen. Und die Sachen, die du über mich in deinem Video noch dazu erzählt hast, machen die Sache auch nicht gerade besser. Ich habe dich in Schutz genommen in meinem Forum. In Schutz genommen, ja. Der war gut. Zeigst aber vorher, wo du hinfährst, sagst auch noch genau, wo es ist. Auch wenn es jeder schon weiß, braucht man es nicht erwähnen. Man kann es auch ausblenden oder einfach gar nicht erst sagen, wo das ist. Es ist scheißegal, ob das überall anders gesagt wird. Wenn ich ein vernünftiger... Du sagst, du hast auch nur Recherche in dem Sinne gemacht oder Journalismus. Wenn du das ordentlich machst, dann gehst du nicht her und erzählst, wo, in welchem Dorf und wie genau das ist. Dann sagst du, das ist in der Region Neustadt-Alsch, was weiß ich. Das kann man sagen, aber man sagt nicht genau das Dorf und genau die Adresse und genau diesen Blödsinn. Das macht man nicht. Das war genau der gleiche Scheiß, den ich damals mit dem, wie hat er geheißen? Leifitz? War das der Leifitz? Ich glaube schon. Dieser komische Möchtegern-Journalist, der da diese scheiß Doku gemacht hat, der auch hier gegangen ist und in seinem Video gesagt hat, ja, das ist da und so und blub und bla und überhaupt und sowieso und was weiß ich alles. Man kann das auch vernünftig machen, man kann das auch mit Niveau machen, aber da habe ich nichts davon gemerkt. Und ja, ich rede von Niveau, wo ich in meinen eigenen Videos und Streams keins besitze oder wenig. Trotzdem, wenn ich über andere Leute berichte,
oder über andere Leute was sage, dann sage ich nicht genau deren Wohnort, wo genau sie sind oder was genau schon passiert ist. Vor allem versuche ich nicht, die Sachen hervorzuheben, die negativ sind, sondern versuche Sachen aufzudecken oder zu zeigen, was dazu geführt hat oder wie die Situation entstanden ist und versuche vor allem dazu aufzurufen, beziehungsweise die Situation so darzustellen, dass man diese Scheiße nicht weiter verbreitet und nicht weiter schlecht darstellt. Ja, aber genau das habe ich doch versucht. Anscheinend ist es mir nicht gelungen, aber ich habe es versucht auf jeden Fall. Und ich finde es schade, dass es mir so stark misslungen ist. Weil ich habe eigentlich gedacht, dadurch. Wenn man zu jemandem hinfährt und sagt, wo er wohnt, Ja, wenn man zu jemandem hinfährt und mit den Hatern rumrennt und Lügenlord rumschreit und diese ganzen Beleidigungen, was ich finde, rumschreit, dann ist das meiner Meinung nach nicht versucht, Ding zu machen. David, weißt du eigentlich, welches Video ich hochgeladen habe? Ich habe, warte mal kurz, nee, weil der Lieder schreibt gerade, du hast mein Video nicht gesehen, ich hab ein 10-minütiges Vorwort gehabt, wo ich wirklich dich in Schutz genommen, also wirklich jetzt ernsthaft, dafür habe ich extrem viel Hass geerntet. Also von den Hatern, sag ich mal hier, ich habe jetzt mal einen Link reingepostet hier in den Chat, von den Hatern habe ich so viel Hass bekommen, dass ich dich in Schutz genommen habe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was ich da eigentlich auf mich genommen habe. Wirklich, daraus habe ich keinen Vorteil, außer höchstens für dich Sympathie zu erzeugen. Ich muss mal kurz auf Toilette. Aber ich hab's hier drin. Oh Mann, ey, ganz im Ernst. Ich habe das Video durchaus gesehen, Leute. Und ich persönlich, wenn ich jemanden in Schutz nehme, dann fahre ich nicht zu der Person hin. Dann mache ich nicht das, was ich ganz genau weiß, dass man nicht machen sollte. Wenn ich von einer Person weiß, die möchte irgendwas nicht, dann gehe ich nicht her, wenn ich sie in Schutz nehmen will, und mache genau das, was sie nicht will. Das macht man nicht. Da braucht man auch nicht irgendwie erzählen von wegen, ja, ich nehme den Schutz und was weiß ich alles, oder ich habe den Schutz oder das auch generell im Vorwort irgendwie, oh ja, das ist voll scheiße, was da abgeht, aber ich gehe da jetzt trotzdem hin. Das macht man nicht. Da ist was dran. Da ist durchaus was dran. Bestes Beispiel dafür, das ist das allerbeste Beispiel, was ich in dem Moment habe. Tanzverbot. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Tanzverbot. Ist genau die gleiche Scheiße. Er geht her, fühlt sich auf wie Sau am Sofa, weil Leute bei ihm daheim zu Hause klingeln, dass er umziehen musste und alles sogar, weil seine Nachbarn und alles sich plötzlich fühlen. Was macht er? Er baut genau dieselbe Scheiße und fährt hierher und geht mir auf die Eier. Aber vorher sich aufregen, dass das Leute bei ihm machen. Das ist genau dasselbe. Wenn ich jemanden in Schutz nehme, dann fahre ich nicht zu der Person hin, mache dazu noch ein fettes Video. Oh ja, schaut mal. Und das kannst du keinem Menschen erzählen. Das Einzige, warum du das gemacht hast, war Klicks abstauben. Kein anderer Grund war das. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du das gemacht hast, weil du mich in Schutz nehmen wolltest. Dann wärst du nicht da hingefahren oder wärst nicht hierher gefahren, hättest nicht irgendwie damit Video gemacht und wärst mit Hatern rumgerannt und hättest dann geschrien, ja, Lügenlord. Das hättest du nicht gemacht, wenn du dich vernünftig verhalten wolltest. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ja, da muss es ein anderes Video gewesen sein, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall. Kannst du es mir zeigen, bitte? Dann kann ich dazu Stellung nehmen. Also Ich kann es dir nicht zeigen. Wie soll ich dir das jetzt zeigen? Ich kann das Video nicht ausblenden gerade. Ich bin über den Browser drin, nicht über die App. ich verstehe. Gut, ja. Ich verstehe nicht, warum man so einen Scheiß machen muss. Generell. Kein Kontra, davon habe ich nichts. Ich bin sehr froh, dass dieser Dialog überhaupt geführt wird und ich finde es sehr interessant. Ja. Du hast davon nichts außer Klicks und die Kohle, die durch die Klicks entstehen. Auch wenn wir beide wissen, dass es sich heutzutage nicht mehr lohnt. Zumindest nicht mehr so wie früher. Hattest du nicht auch einen YouNow-Stream darüber gemacht, wie du bei mir warst am 20.08.? Da war doch irgendwas. Ich war aber nicht mal nahe dem Haus, beziehungsweise... Du konntest ja auch nicht nahe am Haus sein, weil die Polizei da war. Mein Glück, nebenbei bemerkt. Die Aussage, ich war nicht nah beim Haus, bringt nichts in dem Fall.
Weil du konntest ans Haus gar nicht rankommen. Es konnte niemand, weil die Polizei da war. Ja, okay, ist ja klar. Und Leute, die sagen, die Schanze muss brennen, die sollten sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn bei ihnen Leute vor der Haustür stehen und mit Fackeln oder sonstigen Scheiß dastehen und sagen, das Haus muss brennen. Das ist total asozial. Und ich verstehe auch nicht, ich begreife bis heute nicht, wie man sich so verhalten kann. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, groß. Dieser ganze Hass, dieses ganze möchte gern, ich bin besser und du baust nur Scheiße. Ja, wir werden, wo war ich jetzt? Alles gut? Ja, ich habe eine Nachricht gerade gekriegt, die habe ich gerade gelesen. Wir sind, dieser Hass, diese Aggression, die die Leute haben. Ja, das ist Ich richtig. begreife, das ist eine Sache, die ist für mich tatsächlich nicht greifbar. Weil selbst die ganzen Hater, selbst alle, die hier die Scheiße gebaut haben und Scheiße bauen, gerade im Stream oder auch schon vor Jahren, Regenbogenscharf, Erdbärchen, diese ganze Scheiße, was da in den letzten Jahren ablief. Ich hasse niemanden von denen. Ich mag sie nicht, klar. Aber ich hasse sie nicht. Ich hasse keinen davon, weil ich das gar nicht. So eine Emotion ist für mich einfach nur. Hassen ist für mich so eine Situation, die brauche ich nicht. Wenn ich jemanden nicht mag, dann verfolge ich ihn nicht, dann schaue ich ihn nicht an, dann brauche ich das, was er macht, nicht verfolgen. Aber jemanden zu hassen, wirklich jemanden Schlechtes zu wünschen, das ist für mich, das begreift man, das kann ich mit meinem ganzen Verstand nicht begreifen. Auch mit allem, was ich begreifen könnte, körperlich, verbal oder sonst was. Das ist für mich nicht greifbar. Gar nicht. Wird es auch nie sein, wahrscheinlich. Wenn es mit A29 noch nicht greifbar ist. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie man sich so verhalten kann. Bitte? Auf jeden Fall nachvollziehbar, was du sagst. Was sagst du denn eigentlich jetzt zu dem, wie das weitergeht? Weil jetzt ja hier anscheinend alle 2 Monate, ich wäre ja ständig dazu eingeladen, nur neue Schanzenfeste. Also ich komme auf jeden Fall nie wieder dahin. Also, Will ich auch hoffen. ja, keine Angst. Angst. Ich weiß, du hast keine Angst. Ich weiß, weil es falsch gesagt, du hast keine Angst. Aber was sagst du dazu, dass es immer weitergeht? Wie sollten das mal enden? Ich bin im Moment dabei, mein Jubiläums-Special zu machen. 7 Jahre sind jetzt dann am 11. Und ich habe es auch da nochmal gesagt. Ich habe vor 7 Jahren oder ne, vor 7 Jahren nicht, vor 7 Jahren habe ich angefangen. Vor 5 Jahren hat der Hate angefangen, ungefähr. Und vor 5 Jahren habe ich anfangs immer so im Video immer gesagt gehabt, oder in mein Zeug immer gesagt gehabt, warte, wie war das? Oh, ich krieg den Satz nicht mehr hin. Ich würde gerne auch noch, ich brauche noch einen Videoausschnitt für mein Video eigentlich, von dieser Aussage, weil ich den nämlich nochmal treffen möchte. Ich habe damals immer gesagt, ich interessiere mich nicht für den Hate, auch wenn ich ihn immer erwähne. Anfangs haben die Leute drüber gelacht, es wurde für die Hater irgendwann ein Running Gag. Allerdings die Sache die, dass man spätestens nach 5 Jahren irgendwann mal begreifen sollte oder merken sollte, dass ich das tatsächlich so sehe. Weil wenn mich der Hate interessieren würde, auch wenn ich ihn erwähne, oder auch wenn ich ihn nicht erwähne oder sonst was, wenn mich der Hate interessieren würde, dann würde ich doch mit Sicherheit keine Videos mehr machen, nach 5 Jahren. Und das ist nämlich, verdammte Milch, das ist nämlich genau der Punkt. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Das wusste ich vor 5 Jahren nicht, das wusste ich vor 7 Jahren nicht und das weiß ich auch wahrscheinlich in 7 Jahren noch nicht. Ich mache einfach mein Ding, wie ich es bisher gemacht habe. Vielleicht besser, vielleicht schlechter, in anderen Variationen auf jeden Fall natürlich, weil ich kann ja schlecht das gleiche nochmal machen, weil es vor 7 Jahren war, es war andere Situationen, andere Fälle. Aber ich werde auf jeden Fall das, was ich gemacht habe und das, was ich jetzt mache, weiterhin machen. Und ich sehe auch nicht ein, warum ich daran was ändern sollte. Ich verdiene mittlerweile gut Geld mit dem Zeug. Ich mache mittlerweile nach wie vor das Ganze, auch wenn ich mittlerweile für meinen Hauptkanal keine richtigen Ideen mehr habe oder nur selten mal Ideen habe für Kurzfilme, Idioten oder so.
Ich mache trotzdem meine Videos, meine Streams, meine Gamesachen, ich mache alles nach wie vor gerne. Also warum genau sollte ich irgendwas dran ändern? Nee, ich meine ja nie, dass du was an dir ändern sollst. Ich meine, wie das hier mit den Leuten weitergeht. Da denkst du, die ändern mal irgendwas an ihrer Einstellung? Ähm, tun sie. Tun sie nämlich schon die letzten 5 Jahre. Es sind in den letzten 5 Jahren, ich habe das auch in meinen eigenen Streams immer wieder erwähnt, in meinen eigenen Videos und alles, es sind in den letzten 5 Jahren immer wieder Leute zu mir gekommen, auch Hater, auch irgendwie bekanntere Hater, die sich irgendwann zurückgezogen haben, die gesagt haben, ey, pass auf, ich will dich gar nicht bloß nerven, ich bin der und der, ich wollte mich bei dir nur entschuldigen. Scheiße, was ich damals gemacht habe, der Müll und so weiter. Ich wollte mich nur noch dafür entschuldigen und ich hoffe, äh, dass du mir das verzeihen kannst und alles. Und was hat jetzt, ich denke jetzt speziell an einen gerade, was hat er noch gesagt? Er hat halt gesagt, dass er hofft, dass es irgendwann sich mal ins Positive umkehrt. Ähm, Ich sage immer dazu, das ist immer die Sache, was mich ein bisschen ärgert, ist die Sache mit Tanzverbot. Das habe ich auch im letzten Stream erst wieder erwähnt, dass er halt im Prinzip das Ganze so drehen konnte. Beziehungsweise, was mich bei ihm so aufregt, ist halt, dass er halt teilweise Videos und so, naja, also meine Videos sind schon schlecht, seine sind auch nicht gerade besser. Ähm, und eigentlich jetzt weitere halt. Aber was ich damit letzten Endes sagen will, ist, ich persönlich, ich habe, wie gesagt, ich hege keinen Hass gegen diese Menschen. Ich mag sie nicht. Das ist auch mein gutes Recht in der Situation, denke ich. Aber ich hasse niemanden, weil ich kann Hass nicht empfinden. Das habe ich schon tausendmal gesagt, wie, hey, der macht sich wieder drüber lustig, ist jetzt in Ordnung. Aber ich kann keinen Hass empfinden. Für mich ist Hass nicht greifbar. Klar, ich empfinde, wenn jemand hier Scheiße baut oder auch im Internet Scheiße baut oder wenn jetzt jemand Scheiße im Chat schreibt, ich empfinde Wut in dem Moment. Aber Hass ist keine Emotion, sage ich ja immer. Für mich ist es keine Emotion. Ich verstehe, was du meinst, weil die Leute, man merkt immer, wenn jemand Hass so hat, das ist so der Antrieb, eine Abneigung gegen jemanden zu führen oder so. Aber das gehe ich mit auf jeden Fall, weil Hass habe ich auch nicht gegen irgendwas. Hass hat man höchstens, wenn man sich mit jemandem, den man wirklich persönlich kennt, streitet oder so. Vielleicht aber nicht mit Leuten über dem Internet, das ist eigentlich krank so. Aber ich verstehe, was du damit aussagen willst. Aber mit der Hass ist keine Emotion, da machen sie sich ja immer so lustig. Aber, ja. Naja. Hass ist im Normalfall einfach die Entscheidung, jemanden, den man nicht mag, noch zusätzlich zu schaden. Das ist Hass. Ja, das meine ich ja. Dass von Hass getrieben war zum Beispiel ich auch nie. Weil das bringt ja einem einfach nichts. Der Hass. Das bringt niemandem was. Fanservice. Wie bitte? Fanservice oder was? Nee, ich muss zu meiner Mutter in einer Viertelstunde. Alles gut, ich hab noch 10 Minuten. Mhm. Wie auch immer. Jedenfalls, ich finde das einfach asozial, was die Leute machen. Und dass man generell jemanden nur schaden will oder dass man jemanden so lange nerven kann, dass man ihn nur schaden will, das ist für mich nicht greifbar. Und ich weiß auch nicht, wie ich das. Ich wüsste gar nicht, wie ich jemanden so lange schade. Wenn mich jemand nicht interessiert. Ich hab immer 2 Punkte. Wenn ich jemanden nicht ausstehen kann, dann rede ich mit der Person nicht. Wenn mich jemand so sehr enttäuscht hat, dass ich den nicht mehr ignoriere, dass ich nicht mehr einfach mit ihm reden kann, dann existiert er für mich nicht mehr. Das bedeutet aber auch, wenn ich auf der Straße laufe und der mir entgegenkommt, muss er mir aus dem Weg gehen, weil ich durch den durchlaufe. Weil ich sehe den nicht mehr, der ist für mich nicht mehr existent. Diese Person existiert nicht mehr, die ist tot für mich. Und das bedeutet auch, ich laufe einfach weiter. Wenn mir die Person entgegenkommt, muss sie mir aus dem Weg gehen, ansonsten renne ich sie voll an. Das ist der letzte Punkt bei mir. Und da gehe ich dann nicht her und stehe mich bei dem vor die Haustür und schreie, du Penner! Sondern ich gehe einfach her und die existiert bei mir nicht mehr. Das war's dann auch. Das ist einfach, ich weiß nicht. Das ist nicht wirklich greifbar, glaube ich. Das versteht auch, glaube ich, nur jemand, der selber diesen Hass empfindet. Ja. Ja, und sich über die Ausdrucksweise von jemandem lustig machen, finde ich auch immer dämlich. Zumal ich kenne jemanden, der hat eine Sprachbehinderung.
Ähm, der, der verwechselt immer manche Buchstaben im Wort. Und das hört sich dann manchmal auch komisch an. Der redet tatsächlich so wie die, oder teilweise redet er tatsächlich so wie die Leute immer schreiben. Penne und so ein Zeug. Und das hört sich dann manchmal echt ein bisschen merkwürdig an. Und das ist echt absolut nicht lustig. Und der kann auch nichts dafür. Und dann kommen auch oft Leute her und lachen darüber. Und ich finde das einfach nur schrecklich. Ich weiß nicht. Wenn wir mehr Akzeptanz auf der Welt hätten, dann gäbe es wahrscheinlich auch weniger Kriege. Und würde vielleicht auch irgendwann dazu führen, dass man gar keine Kriege mehr führt. Hast du noch was zu sagen? Ich habe gar nichts zu sagen im Allgemeinen. Ich finde es schön, dir zuhören zu dürfen. Auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe. Doch. Rainer, du bist so selten dämlich. Mich würde interessieren, warum ich selten dämlich bin. Würde mich echt mal interessieren. Weil ich andere Ansichten habe als du? Warum? Wenn dir meine Sachen nicht gefallen, dann schau mich nicht, verfolge mich nicht. Ich zwinge mich niemanden auf. Also, du willst aufgehen, schätze ich mal? Ich muss, aber ja. Ich danke dir auf jeden Fall wirklich für das Gespräch. Also. Mhm. Ja, Also, es ist da schon mal ein Unterschied zwischen den Gesprächen mit anderen Leuten, die ja ständig nur irgendwelche Vorwürfe raushauen. Ich brauche das nicht, um mich irgendwie besser darzustellen oder so. Ich hoffe, dir ist das vielleicht aufgefallen. ja, tu mir einfach den Gefallen und erwähne mich nicht weiter. Wenn irgendjemand was über mich erzählt oder irgendwas über mich sagt, dann entweder lies es nicht, sag es nicht, erzähl es nicht oder sag einfach, darüber wird hier nicht gesprochen, Punkt. So mache ich das bei mir im Stream auch. Wenn bei mir im Stream irgendjemand Excel oder so erwähnt, dann sage ich auch, hier wird nicht über Excel gesprochen. Neulich hat auch jemand wieder versucht, mich gegen Excel aufzuhetzen. Habe ich gesagt, lass es jetzt bleiben oder du fliegst raus. Zwei, drei Dinger später haben sie es immer noch gesagt. Habe ich gesagt, letzte Warnung, dann war Ruhe. Oder ich habe einen, glaube ich, sogar gebannt. Und dieses Salutieren kannst du lassen, das ist Blödsinn. Das ist nur eine Bitte, kein Befehl. Ich bin nicht in der Lage, dir irgendwas zu befehlen und habe es auch nicht vor. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Wiedersehen. Ein Bier um die Uhrzeit. Na, herzlichen Dank. Das sind schöne Abschlussworte auf jeden Fall. Ja, das werde ich jetzt noch exen. So. Das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Ich habe ja die ganze Zeit nur gelesen, ich soll ihn rausschmeißen oder halt nur Beleidigung gegenüber meinem Gast gerade. Aber könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass es für mich wirklich sehr schön war, mit dem Mann zu reden? Das wünsche ich mir seit 5 Jahren, mal mit ihm zu reden. Und dieser Wunsch wurde mir gerade erfüllt, jetzt mal ganz im Ernst. Und ich habe echt keinen Grund, irgendwie den Mann jetzt irgendwie wütend zu machen oder so. Das haben jetzt alle anderen gemacht. Jeder andere hat das gemacht. Unterwürfig, nee, ich verhalte mich nur so, wie ihm es gefällt. Das kann ich doch mal machen während dieses Gesprächs. Und dieses Gespräch war um einiges anders als alle anderen Gespräche mit allen anderen, sag ich es mal so. Ja, ich hab mir das angehört, was er gesagt hat, aber naja. Schiss hast du ja. Man muss, weil ihr so schreibt, ich habe keine Eier oder ich habe Schiss. Warum? Man muss doch nicht immer dicke Eier zeigen im Netz. Man kann doch auch einfach mal etwas devot sein. Aber das können die meisten halt nicht. Und das ist das Problem. Naja. Jedenfalls hoffe ich, euch hat es gefallen, dem Monolog des Mannes zu lauschen. Danke für euer ganzes hier Freespins-Gedöns und widersprechen oder argumentieren. Ach, das bist du doch alles selbst. Ich denke mal, die Wahrheit muss man nicht ans Licht bringen, wenn sie offensichtlich ist. Deswegen, ja. Ich habe mich normal verhalten. Ich bin noch der sich unbedingt krampfhaft beweisen muss. Tschüssi. Habe euch alle lieb. Mehr Liebe auf der Welt. Weniger Hass.